Morgen, Leute. Das ist der letzte Tag, letzte Frühstück. Gleich gibt es ein Final Captain's Meeting oder Briefing. Und wir fahren bald raus auf dem Boot zusammen. Wir haben fest vor, heute die Karte voll zu machen. Wir haben gestern Abend einen guten Plan gemacht. Und wir können gut nach oben rutschen, wenn wir die Karte voll kriegen. Wollen wir noch hinkriegen. Fred, feeling confident? Every day we must feel confident. If not, we stay home. Yeah, that's true. No, we have, as you said, a good plan. We're really gonna give everything to get a full card. And yeah, just execute and don't miss a fish, don't just do what we know how to do it, you know. Yeah. Casting, never give up. Yeah. Ich habe mein ganz geheimer Knoblauchmix, der ist anscheinend irgendwie rausgelaufen in meinem Box, ja. Und jetzt sind alle Köder ein bisschen gelb und stinken, das geht nicht mehr. Aber ist schon okay. Also, das ist jetzt nichts unbedingt was so Negatives. Für mich eine absolute Erfolgsquote in den letzten Tagen. Fast alle Fische hier raufbekommen. Entweder das oder Curfew Natural Perch. Das Softbait. Ich fische, wie ihr seht, mit einem ziemlich großen Trailer auch hinten drauf. So fische ich das. Einfach sicherzustellen, dass wenn was raufbeißt, dass es auch hängt. Ist eigentlich für die Barsche nicht so optimal. So habe ich, glaube ich, auch 2 Barsche verloren mit so einem großen Trailer. Dann ist es tatsächlich besser, wenn ich wirklich gezielt auf der Barsche angel, dann mache ich so eine Trailer rauf, dass ich einfach so eine kleine Drillinge habe. Also sind mal 2 Optionen, wie ich das mache. Und dann habe ich das gleiche wieder aufgebaut in ein bisschen natürlicher Farbe. Jetzt ist dieses Knoblauchzeug drauf, also ganz natürlich ist es nicht mehr. Ansonsten noch natürlicher Krebse auch. Ja. Letzter Tag, Leute, wir sind jetzt an der ersten Stelle gefahren. Wir sind wieder an unserem Plateau, wo wir viele Bisse bekommen hat diese Tage. Wir werden aber unsere Taktik heute ein bisschen anders machen. Am ersten Tag sind wir direkt hier hingefahren, hat gut geklappt. Am zweiten Tag sind wir zu anderen Stellen hingefahren und nur danach hier gekommen. Danach war es ja nicht mehr so gut. Deswegen würden wir genau das so machen. Wir werden hier die ersten 2-3 Stunden verbringen. Und dann haben wir mehrere andere Stellen markiert. Wir wissen ganz genau, wo wir jetzt angreifen wollen heute nach dieser Stelle. Das war ein bisschen das Problem der 2 Tage davor. War, sage ich mal, zwischen uns beide waren wir nicht da ganz so einig, wo man hinfahren soll. Diesmal haben wir das besprochen. Ich angel wieder the Chatterbait zum Starten. Fred, what have you got to start with? I start with a crankbait, a Gigant 65. You know, digging on the bottom in 3 meters there, right before the plateau. And then when we're gonna reach the grass, I'm gonna change to some other bait. Okay.
kein Riese, aber egal. Fish is fish, nice one. Like the boys, good to see fish on the boat. A beauty. Okay, hold it up there. Nice one. Man. Not a monster, but we take everything that comes. Nach einer knappen Stunde Angelzeit können Fred und Daniel ihren ersten Fisch vermelden. Der 54er Hecht bringt 54 Punkte und vorübergehend Platz 19 in der Tageswertung. So, caught the first fish of the day on the spinnaker. Let's see if you can produce a little bit more in the weed and bigger one. So, wir angeln jetzt ja gute Stunde 20 oder so. Nur der eine Hecht bis jetzt. Das Boot neben uns, Herr Mark, das führende Boot. Also das ist wirklich das führende Boot des Turniers. Die angeln direkt neben uns. Eigentlich fast die ganze Zeit. Die haben jetzt auch gerade einen Fisch gefangen. Ich glaube auch ein Hecht. Sieht so aus wie ein Hecht. Und die anderen Boote haben auch ein paar Fische gefangen, also der Boot direkt neben uns gar nichts. Also es läuft auf jeden Fall nicht mehr so gut auf diesem Plateau heute, so wie in den letzten Tagen. Aber trotzdem, wir werden jetzt ein bisschen weiter fischen, es gibt schon Fische hier. Leute, es ist jetzt schon Halbzeit. Das erste zweimal war die erste Hälfte des Tages richtig gut und die zweite Hälfte haben wir ziemlich verbockt. Dieses Mal haben wir die erste Hälfte ziemlich verbockt. Nur ein kleiner Hecht, aber ich hoffe sehr natürlich, dass wir die zweite Hälfte des Tages irgendwie sehr gut angeln, um das Ganze zu retten. Ja, das geht jetzt quasi los mit der zweiten Hälfte des Tages. Ja, wir sind auf eine ganz andere Stelle jetzt gefahren. Wir fischen jetzt vertikal, ganz langsam, in einer deutlich tieferen Stelle. Vorher habe ich so auf 2 Meter geangelt, 1,50 Meter, 1 Meter. Und jetzt angeln wir eher auf 8, 9, 10. Also schon ein ganz anderer Bereich. And there's fish chasing under the boat. I saw a small bowl of bait fish, and then I saw the zander coming up and down, chasing them. Here you get bubbles on the middle, but you get some echoes that are really going up under those bowls of bait fish, and then boom, get them and down again. Fuck, man. Impossible to, you know, honestly, I have the small stinger behind. Yeah, they bite really careful. Yeah, really careful. It's bling. You know, you can feel it. You don't get the boom. Yes, Partner. Man. Nice. So Leute, es ist schon genau die Halbzeit und die erste Hälfte des Tages war sehr zäh. Ein Hecht bis jetzt, aber jetzt ging der erste Zander auch rauf. Gott sei Dank. Wir sind jetzt auf eine neue Stelle gefahren, um vertikal zu angeln. Sorry, ich muss da rein. Nur der zweite Aufkleber heute. Das ist natürlich kein gutes Gefühl, aber schon besser als nur einer. So, da habe ich ihn. Nicht der größte, aber schön zu diesem Zeitpunkt. Immerhin 52. So Leute, Zander darf natürlich wieder schwimmen. Alles okay, Fred? So, bye bye Baby. Er schwimmt wieder ins Tiefen. Yes, Partner. So, let's keep it rolling. Endlich!
Nach einer sehr zähen ersten Tageshälfte findet der zweite Wertungsfisch seinen Weg ins Boot. Ist damit der Knoten geplatzt? Es bleiben knapp 4 Stunden. Right? No? Fish! Fuck! I saw. I think before was also a bite. I saw. Ja, scheiße Leute, also nochmal ein Biss. Dieses Mal hat es nicht gesessen leider. War ganz schnell. Scheiße. Jetzt habe ich Fred hat einen Biss, ich habe einen Biss und einen Fisch. Also wir haben schon 3 Bisse hier gehabt. Mann, ärgerlich, sehr ärgerlich. So here we are fishing a point with a kind of an underwater edge, and we fish on both sides of the edge, and we switch from vertical fishing a little bit in the deeper part to casting on the shallow, and then slowly drag our bait all the way down from it must be 4 meters down to 10-12 meters. And I put here a small single hook as a stinger, because I don't want any weight on my bait. I want really my bait to swim freely, and a small stinger hook like this helped me to really get something very light. And of course, Booster. Yes please! Yes please! Cool. Thank you very much. Yeah! Back in the game! 43, 44. Der zweite Zander lässt Daniel und Fred auf Platz 26 vorrücken. Geht da noch mehr? Yeah, in the stove, on the corner of my road. I should've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss. All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? I guess that might be us now. Yeah, always on the road, I never home. Got a couple bands on my own. Now they really calling up my phone. What we talking about? On the bottom, I dropped my bait on the bottom. Yes Leute, da ist unser dritter Zander. War echt hartes Stück Arbeit, aber wir haben es geschafft. Wir haben uns schnell auf der Brücke gefahren, also wir waren auf einer anderen Stelle vertikal. Jetzt sind wir zur Brücke gekommen, auch vertikal gemacht. Und ich war ziemlich sicher genau auf den Bereich, ja, es geht wirklich runter auf ungefähr 4 Meter, also deutlich flacher als davor. Und da haben wir gesagt, lass uns mal kurz mal das probieren. Und bam! Da ist die nächste Beauty, ganz wichtig, jetzt können wir uns wirklich den Rest des Tages einfach an der Barstellen konzentrieren und da sind natürlich teilweise große Hechte auch da. Gott sei Dank, ey. Okay? 54. Ja. Ein kurzer Spotwechsel führt zum dritten Zander. Diese Fischart ist damit ebenfalls abgehakt und die beiden können sich nun vollends auf die Barsche konzentrieren. Aktueller Stand in der Tageswertung, Platz 24. So Leute, jetzt haben wir die Zettis endlich mal voll. War echt ein Stück Arbeit. Jetzt fahren wir zu unseren Barstellen. Da ist immer die Chance natürlich auf ein großer Hecht auch. Aber wir brauchen 3 Barsche immer noch. Aber wir haben 2 Stunden, also 2 Stunden ist immer noch ein bisschen Zeit. Und unser Nachmittag läuft deutlich besser als die letzten 2 Tage. Und vielleicht können wir den Trend einfach weiter fortführen. Komisch, oder? Heute, wo so richtig heißes Wetter ist? Ja, wir haben auch mehr von dem Plan heute. Also wir fahren genau an der richtigen Stelle. Kein Scheiß.
So Leute, jetzt sind wir auf unserer Perch-Stelle und da ist der erste und ich habe wirklich gesehen mehrere hinterher. Bestimmt 2, 3 andere hinterher. Curfew, kleiner Curfew, Fire Tiger, Small Spotlock. Plötzlich läuft's. Auch der Wechsel an einen Barschspot zahlt sich direkt aus. Weitere 36 Punkte hieven das Team auf den 23. Platz. Doch 2 Fische fehlen noch. Schaffen die beiden am 3. Turniertag endlich die Full Card? Also, Plan ist echt aufgegangen. Wir wollen hier natürlich auf Barsche jetzt. Wir sind zu unserer Barstellung gekommen. Wir haben am ersten Tag Barsche hier gesehen. Die sind hinter unserer Köder geschwommen, aber nicht gebissen. Es ist extrem viel Kraut, nicht einfach hier zur Angel. Fred angelt ein Chatterbait, es geht bis besser durch den Kraut. Ich angel so eine Skirted Jig mit so einem Schutz hier gegen den Kraut. Ganz kleine Curfew. Das hat jetzt der erste Barsch gebracht und 100 Pro gibt es mehr Barsche hier. Also ich habe die hinter dem Barsch schwimmen sehen. Wir müssen die nur noch mal finden. It's an upgrade, you think? Yes. So Leute, wir brauchen eigentlich noch 2 Barsche. Wir angeln jetzt wirklich diese Steine komplett ab. Ja? Wir waren an einer Stelle, leider sind wir weggefahren, ganz kurz und dann ist ein anderes Boot sofort dahin. Könnte der einzige Fehler heute gewesen sein. Aber jetzt haben wir einen Hecht dran. Hab wieder gewechselt auf den Chatterbait mit Oakley, eine andere Farbe jetzt der Oakley. Und der hat jetzt wieder gebracht. Chatterbait ist wirklich mein Köder diese Woche. 63. Eine knappe halbe Stunde vor dem Ende lässt sich noch ein halbstarker Hecht überreden, der immerhin eine kleine Verbesserung darstellt. Doch wo sind die Barsche? So, ein kleiner Upgrade, kein Riesen-Upgrade, aber Giant 60, also ich glaube, wir haben uns um 9 cm verbessert da. Immerhin. Wir haben auch gedacht, könnte Hechte raufgehen während des Barschangel und genauso ist es jetzt passiert. Wäre trotzdem schön, wenn wir jetzt noch mindestens einen Barsch noch kriegen. Wir geben uns Mühe. Wir sind jetzt auf unsere letzte Stelle gefahren. Das ist tatsächlich eine Buoy, die Fred im Training gefunden hat. Wir haben eine ganze Zeit keine Zeit gehabt, hier hinzukommen während des Turniers. Aber jetzt haben wir es tatsächlich geschafft und wir hoffen natürlich, dass es jetzt liefert. Es gibt ungefähr 20 Minuten noch, also es ist wahrscheinlich unsere letzte Stelle oder auf jeden Fall ja, in der Gegend bleiben wir jetzt ziemlich genau. Und ja, wir brauchen immer noch 2 Barsche. Wir haben den Hecht ein bisschen verbessert. Ja, ich muss sagen, es geht die ganze Zeit durch meinen Kopf. Wir waren direkt an der Barsche. Und vielleicht hätten wir einfach ein bisschen länger da durchhalten müssen. Aber hier hat Fred auf jeden Fall im Training eine ganz große Barsch gefangen. Yeah, you caught a really big perch in training, huh? Yep. 48? Yeah, 48. Sowas würde uns jetzt extrem helfen. Let's hope. She's still around. Yeah, at least she came back. Or some others. Leute, wir sind in den letzten 60 Sekunden. Sogar wenn wir jetzt eine fangen, wird es sehr, sehr schwer reinzureichen. Again, the perch killed us. Again. What can you do? Nothing. Nothing. Fish decide. Some other boat were better than us for this game. Yeah, we gave it our best shot. Yeah, we had fun on the it. boat. Yeah. We caught some nice fish. Wir haben echt ein paar schöne Zander gefangen, immer ein paar schöne Barsche, ein großer Meterhecht. Also schöne Fische gefangen, coole Zeit gehabt.
Fred, it was fun, man. It was really cool fishing with you. Yeah, me too. I enjoyed it a lot. We had a good time. Yep. Ich bin gespannt, wo wir gelandet sind. Ich weiß es jetzt nicht. Das Leaderboard ist auch jetzt zugemacht. Die wollen ein bisschen Spannung jetzt behalten. Kommt natürlich sicherlich in das Video jetzt am Ende. Leute, falls es euch Spaß gemacht hat, falls ihr euch Fred nochmal sehen möchte, schreibt einfach in die Kommentare, falls es Spaß macht, diese Turniere zu verfolgen, dass wir versuchen, weiter einen Kameramann an Bord zu haben bei solchen großen Turnieren. Schreibt einfach in die Kommentare. Ein großer Dankeschön an alle die Organisatoren von der WPC. Coole Turnier, richtig geile Preise, ein geiler Spirit, auch good fun. Yeah, and a good crowd with the other boat and yeah, exciting moment. Und Leute, wir werden uns jetzt gleich sehen bei der Prize Giving oder gleich 2-3 Stunden. Wir fahren jetzt rein, packen den Scheiß zusammen. Und dann zeigen wir euch natürlich die Siegerehrung, wer gewonnen hat. We'll show them, of course, who won the tournament. Yes. They get a really nice new boat. They go off to America next week. That's definitely not us. Maybe next time. Next time we will fight harder. That's it. Den finalen dritten Tag beenden Fred und Daniel auf dem 28. Platz. In der Gesamtwertung belegen sie damit am Ende Platz 26 mit insgesamt 77 Punkten. War nix heute. Deswegen die Barsch. Hab die reingefangen am Ende. Wir haben alles probiert und wir haben bald 5 Stunden auf Barsche gefischt, weil wir hatten alles relativ schnell voll. Aber Das hat nicht sollen sein. Die Barsche haben uns im Stich gelassen. scheiße. Hat trotzdem Spaß gemacht. Natürlich. Wie immer. Der letzte Tag war mega, also wir hätten uns jeden Tag so erhofft wie heute. Haben uns ein bisschen umentschieden strategisch, waren ganz oben im Hollandsdieb und haben da schnell Barsche gefangen, haben da relativ schnell unsere Zander gehabt, nur zu klein waren sie leider. Hecht kein Problem, wir hatten jeden Tag mehrere Hechte, konnten uns aussuchen, wen wir nehmen. Donnerstag hat leider ein bisschen alles versaut, aber gut, so ist das manchmal. Ja Leute, der Tag einfach mega. Letzter Wettkampftag, der dritte Wettkampftag bei der WPC und wir haben heute richtig Gas gegeben. 5 Boots, wir haben einen fetten Hecht gefangen, 97 cm, dazu ein Barsch und 3 gute Zander. Also wir haben uns im Ranking verbessern können. Sind jetzt irgendwo im Mittelfeld, denke ich mal. Ein toller Angeltag und wunderbare Veranstaltung. Tja, Ende der WPC, Tag 3. Das Spiel ist aus, kann man so sagen. Es war ein sehr harter und anstrengender Tag, weil mit 30 Grad auf dem Wasser und nahezu keinem Wind extrem schwierig zu fischen. Trotzdem bin ich sehr happy mit heute, weil wir fast alles gefangen haben, bis auf den letzten Barsch. Wir haben einige Hechte gefangen können, wir haben die Zander voll, wir haben 2 Barsche gefangen, 2 verloren. Also mit einem guten oder mit mittelgroßen Barsch wäre der Tag auch super gewesen. Alles in allem bin ich nicht zufrieden mit dem Turnier. Also mit dem Turnier schon, aber nicht mit der Platzierung, weil der gestrige Tag uns einfach reingerissen hat. Wir waren am ersten Tag auf Platz 17, am zweiten leider irgendwo in den 30ern oder so und heute auf Platz 13 in der Tageswertung, also gar nicht schlecht. Am Ende hat es tatsächlich, glaube ich, doch für Top 20 gereicht, aber alles in allem natürlich ein cooles Turnier. Macht immer riesig Spaß, mit solchen Leuten zu fischen und sehr, sehr gute Angler hier. Ich drücke natürlich die Daumen für Luke Coppens, weil ich nicht genau weiß, wie das Leaderboard ausgegangen ist. Irgendwann stand er mal auf 1, ob das so bleibt, weiß ich nicht. Ich drücke die Daumen, aber in der Teamwertung, wenn alles so bleibt, sind wir auf Platz 3 zusammen mit Luke und das ist super cool, weil dann haben wir doch noch irgendwie zumindest den einen oder anderen kleinen Preis und ja, man sieht, dass es im Team dann auch durchaus noch was zu gewinnen gibt. Das ist obergeil. Yeah. In the stove, on the corner of my road. I should've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss. All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? Auf dem zweiten Platz landen die Belgier Luke Coppens und Jeroen Eysens
gefolgt von den Engländern Matt Boast und Jan Boomsma auf Platz 3. Die beiden tschechischen Westin-Team-Angler Radek Filip und Martin Stepka gewinnen die WPC 2019. Can have Martin Stepka and Radek Filip from the Czech Republic to come forward. Way to go, agents on my phone. We be on the road like we on the boat. Yeah, yeah, yeah. Right or wrong, I don't even know. All my conscience gone. I don't even know. All my conscience gone. Oh Lord, way to go, agents on my phone. We be on the road like we on the boat. Yeah, yeah, yeah. Right or wrong, I don't even know. So Leute, hier seht ihr genau, was ich nicht gewonnen habe. Eine richtig geile Prizeboard vom 2019. So sorry that he did not win, but still, he did not in fact win. I gave it my best shot. He did Leute, great. wir haben alles versucht. Sollte einfach nicht sein. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, die Videos anzuschauen. Wir haben viel gezeigt von das Turnier. Wir haben auch ein bisschen Videomaterial mit reingeschnitten, das die andere Media-Teams zur Verfügung gestellt haben. Ich würde mich jetzt verabschieden. Jetzt wird 1, 2 Drinks getrunken sozusagen. Und ich freue mich auf nächstes Jahr bei der WPC, wo wir voll angreifen wird und sicherlich Gefahr bin, dieses Boot mit nach Hause zu nehmen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Yeah, yeah, oh Lord, way to go, agents on my phone. We be on the road like we on the boat.